Moin meine Lieben, hier Shop von VR. Ich bin Mutanzen und heute gibt es wieder mal die Sales für die PlayStation VR 2. Es sind, wenn ich mich nicht täusche, 17 Titel. Die sind bis zum 18.11. im Angebot. Also ihr habt jetzt noch ziemlich viel Zeit, euch für einen Titel zu entscheiden, falls ihr Lust habt. Ich versuche euch da ein bisschen zu unterstützen, indem ich jetzt ein Mini-Review mache zu jedem Spiel und euch erzähle, was das vielleicht kann oder nicht. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann guckt einfach auf meinem Kanal, guckt auf der YouTube-Suche Mofan VR und dann gebt den Namen des Spiels ein. Da bekommt ihr richtige längere Reviews oder First Impressions, wo ich dann Fazit ziehe am Ende. Jetzt soll es aber einfach nur schnell gehen. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Wir fangen an mit dem absoluten Burner. Für die PlayStation VR 2 gibt es Resident Evil Village in VR. Das Spiel kostet normalerweise 40 Euro, jetzt gerade 15,99 und es ist natürlich das Resident Evil Village. Fantastischer AAA-Titel. Ich habe ihn jetzt letztens gerade dann komplett durchgespielt und hatte wirklich eine Menge Spaß und Wow-Momente. Hier ist auch im Gegensatz zu Resident Evil 7, das ja auf der PlayStation VR 1 schon eine VR-Unterstützung hatte, die Integration noch wirklich besser. Ihr habt freie Hände und könnt richtig schießen und Sachen machen. Und natürlich ist die ganze Inszenierung und die Grafik bombastisch. Das Ding ist auch technisch richtig gut in VR. Ja, sieht alles cool aus. Wahnsinn. Kann ich jedem nur empfehlen. Absoluter Knaller. 15,99 ist ein Schnapper, holt euch das. Das nächste Ding, was jetzt rauskommt, ist Resident Evil 4, das Remake, auch in VR. Ich freue mich schon wie der kleine Mo zu Weihnachten. Außerdem gibt es Rise of the Glories, die ganze Championship Edition statt 50 Euro für 32,49. Das Spiel ohne Championship Edition ist übrigens auch im Sale, aber lediglich 1 Euro weniger, deswegen holt euch dann die. Da gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche lustigen Sachen, die ich nicht weiß. Hier ist es ein Boxspiel, ja, das spielt tatsächlich parallel zu den Filmen. Ihr begegnet natürlich auch Sylvester Stallone, sowohl als alter Rocky, der euch trainiert. Gegen den jungen Rocky könnt ihr boxen. Ihr macht ein bisschen Trainingsgeschichten. Das sind dann quasi alles VR-Minigames. Und dann gibt es aber auch richtiges Boxen. Das ist ja eigentlich ganz gut ausgeführt. Ja? Ihr könnt nicht ewig rumschlagen, sondern müsst mit bestimmten Techniken versuchen, dem Gegner dabei zu kommen. Und das Besondere ist, es gibt auch einen Online-Modus. Ich habe das Spiel damals auf der PlayStation VR 1 gespielt, die PSVR 2-Version leider nie, weil ich kein Box-Fan bin. Wie die technisch ist, kann ich euch nicht sagen, aber es ist insgesamt ein ordentlicher Titel. The Room VR A Dark Matter. Da war ich sehr froh, als es auch für die PlayStation VR 2 geupgradet wurde. Statt 30 Euro jetzt 20,09 € ist ein wirklich schöner, ein bisschen mysteriöser Puzzle-Titel. Ihr seid eigentlich ein Detektiv und müsst einen verlorenen Archäologen suchen. Da wird es dann halt ein bisschen interessant. Super schöne Rätsel mit einer super schönen Schwierigkeit, wie ich immer fand. Grafisch habe ich daran nichts auszusetzen. Ist ein wirklich gelungenes Ding für Rätselfreunde. Der gute alte Vacation Simulator, ja, der Nachfolger von Job Simulator, gibt es jetzt für 22,49 € statt 30 Euro. Auch hier eine Sammlung von lustigen Minigames in einer ulkigen Welt. Mich haben die ganzen Job Simulator-Geschichten nie so wahnsinnig abgeholt, aber es hat eine große Fanbase und macht halt Freude. Technisch ist das alles okay auf der PlayStation, aber auch jetzt keine ganz große Nummer. Hello Neighbor Search and Rescue für 19,49 statt 29 Euro. Das habe ich selber noch nicht gespielt. Hier versteckt ihr euch, wie der Name schon sagt, vor dem Nachbarn und musst ein paar Geheimnisse rausfinden. Es erinnert von Gameplay eigentlich immer so ein bisschen an Alien-Spiele. Lasst euch nicht erwischen, einfach verstecken und Spaß haben. Das ist technisch, habe ich mir sagen lassen, da ich es ja selber nicht gespielt habe, aber irgendwie nicht so richtig rund und ein bisschen verbuggt gewesen bei Release. Den jetzigen Zustand kenne ich nicht. So, dann der Dauerbrenner, Walkabout Minigolf. Wohlgemerkt, hier ist es quasi die Basisversion ohne alle zusätzlichen DLCs. Es gibt auch Packages, wo die drin sind, aber wenn ihr generell mal reingucken wollt, dann habt ihr jetzt mit 10,49 statt 15 Euro sehr schönes Minigolfspiel, was auch das Potenzial hat für viele Kurse. Der Witz ist übrigens, wenn ihr mit jemandem spielt, der die ganzen kaufbaren DLC-Kurse hat, dann könnt ihr die mitspielen. Ja, das ist schon mal super nett. Kann man bedenkenlos empfehlen. Die Leute bei uns im Discord, die spielen das regelmäßig und stehen voll drauf. Geht mit bis zu 8 Leuten sogar gleichzeitig, wenn ich mich nicht täusche. Eine schöne Geschichte. Einer meiner Lieblingstitel ist The Walking Dead. Sowohl der erste Teil, den ich wirklich super gefeiert habe, als auch jetzt der zweite Teil, an dem ich jetzt noch gerade dran bin. Ja, ziemlich verspätet spiele ich das gerade. Das ist natürlich im Walking Dead-Universum angesiedelt, aber eher an den Comics, nicht an der Fernsehserie und ist dementsprechend ein Survival
Survival, Crafting, Abenteuer mit Zombies. Ihr habt eine interessante Geschichte, die erzählt wird und werdet dort unter anderem immer wieder auf Missionen geschickt. Und was ich an dem Spiel faszinierend finde, ist die grundsätzliche Game-Mechanik. Ja, alles, was ihr da macht, macht super viel Spaß und ist sehr durchdacht umgesetzt. Was auch wunderschön ist, dass das in so zugegeben nicht besonders großen, aber Open Worlds spielt und auch eine Sandbox-Mechanik habt. Wie ihr eure Aufgabe löst, ist komplett euch überlassen. Ja? Ob ihr da Brute Force reingeht, total schleicht oder euch mit anderen Leuten verbündet und die dann wieder verratet. Hauptsache, ihr kriegt das, was ihr haben wolltet und kommt dann heil wieder aus der Situation raus. Ein wunderbares Spiel, ich liebe es wirklich. Statt 49,99 € kostet es gerade 37,49 €. Und das Schönste dabei ist, die PlayStation VR 2 Umsetzung ist technisch absolut brillant. Erwähnenswert wäre noch, das hier ist die Payback Edition. Da gibt es einfach zusätzlich Rezepte für bestimmte Waffen und so, was natürlich ganz nett ist. Aber die normale Version reicht eigentlich auch, um das Spiel toll zu erleben. Kostet normalerweise 40 und momentan 29,99, das aber nur noch bis zum 2.11. Ja? Also wenn ihr auf den ganzen zusätzlichen Schnickschnack verzichten könnt, greift zur normalen Version. Das aber zügig. Cosmonious High ist auch von den Vacation- und Job Simulator-Machern ihr letztes sehr, sehr buntes Spiel. Ich habe da mal reingeguckt, technisch ist da alles prima. Ich wusste nur nicht so richtig, was sich da erledigen soll. Auch hier sehr viel anfassen, sehr viel ausprobieren, einfach Dinge in VR machen, die spaßig sind. Statt 30 € jetzt 22,49 €. Before Your Eyes, das ist eher eine Experience. Jedes Mal, wenn ihr blinzelt, dann springt das in einer Zeit nach vorne. Und mehr kann ich darüber leider nicht erzählen. Statt 15 € jetzt 11,99 €. Organ Quarter ist ein gruseliger Titel, deswegen habe ich den auch nicht gespielt. Sowas spiele ich sehr, sehr selten. Da muss schon irgendwas Wichtiges los sein. Statt 20,99 € kostet jetzt 15,74 €. Last Labyrinth, das gab es auch schon für die PlayStation VR 1, kostet 34,99 €. Normalerweise jetzt 26,24 € und das ist so eine Art Escape the Room Spiel mit bisschen mystischen Elementen, macht eigentlich einen sehr netten Eindruck. Synth Riders, auch hier ein großer Leutemagnet und das hier ist jetzt zum Beispiel die Complete Edition. Die kostet normalerweise 99,99 €, also 100 €, sagen wir es nochmal, wie es ist. Jetzt gibt es die für 75,99 € und da sind dann sämtliche Music Package drin, die es bisher gab. Von Zeit zu Zeit gibt es hier nämlich neue. Und Synth Riders ist natürlich in der PlayStation VR 2 Version sehr geil aufgebohrt und verbessert worden. Sieht wirklich, wirklich toll aus alles. Und ihr habt die übliche Rhythmus-Spielmechanik. Ihr berührt und boxt und weicht aus im Takt zur Musik. Ein großer Spaß, auch hier in Multiplayer mit eingebaut. Die PlayStation VR 2 Version ist richtig fantastisch geworden, kann ich sehr empfehlen. The Talos Onogoro ist ein auch sehr rätsellastiges Abenteuer. Kostet statt 34,99 € jetzt 26,24 €. Und wie der Name verrät, ist es so ein bisschen in japanischen Stil angesiedelt. Das habe ich mir leider noch nie angeguckt. Kann ich euch konkret nichts zu sagen. Außer im Preis. Rhythm Planet, auch hier habe ich die Deluxe Edition genommen, denn die normale Version ist auch im Angebot, aber auch hier wieder nur 1-2 € Unterschied. Und auch das ist ein weiteres Rhythmusspiel, ja, hier alles ein bisschen lustig und niedlich mit Tierwesen. Statt 21,99 € kostet das jetzt gerade 17,59 €. Super Dad Game Show ist ehrlich gesagt komplett an mir vorbeigegangen. Statt 16,99 € jetzt 8,49 €. Hier gibt es auch, glaube ich, so eine Art Minigames zu tun. Ich habe ein Review davon gesehen und das hat da nicht so viel Gutes dran gelassen, also lasst das lieber aus. B99 ist eigentlich ein Spiel, das klingt, als wenn es für mich gemacht worden wäre. Ja, so ein tronisches Retro-Neo-Environment und dann auch noch ein Roguelike. Ich habe reingespielt und ich fand es tatsächlich aber leider total lahm. Da geht leider wenig. Ich kann es nicht empfehlen. Statt 17,99 € kostet es jetzt 13,49 €. Technisch ist es okay, aber spielerisch halt echt nicht bemerkenswert. Ganz zuletzt Angry Birds, gab es schon auf der PlayStation VR 1 und jetzt die PSVR 2 Version. Es ist das Angry Birds, ja, ihr schießt mit einer Zwille da Vögel auf Schweineburgen und müsst die möglichst effizient zerstören. Das ist tatsächlich ganz spaßig, ja, das glaubt man gar nicht, aber es hat auch noch einen eingebauten Editor. Ihr könnt da eigene Welten bauen und die auch mit anderen Spielern sharen. Statt 19,99 € jetzt 15,99 €. Allein technisch ist es auf der PlayStation VR 2 jetzt nicht besonders. Das sieht gut aus, aber erreicht nicht die Bildschärfe oder sowas, die eigentlich möglich wäre auf dem Gerät und damit ist es halt so durchschnittlich. Kann man aber machen. So, und das war's
war's auch schon. Das waren die ganzen Spiele, die wir gerade im Sale haben. Schreibt mir mal super gerne in die Kommentare, welches euch davon interessiert. Ich versuche natürlich dadurch auch immer so Feedback aus der Community zu bekommen, was die Leute interessiert und was für sie relevant ist. Jeder hat ja einen ganz eigenen Geschmack. Ich würde mich außerdem über ein Däumchen unter dem Video freuen und dann sind wir mal gespannt, wann wir uns das nächste Mal hier in einem Video sehen. Ich bin erstmal raus, macht euch ein schönes Wochenende. Bis dann, Motensen, Mofan VR, immer für euch da. Bye. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Motensen, Mofan VR.